Hallo zusammen, in eurer kulinarischen Show begrüßt euch natürlich wie immer der Hobbykoch und heute machen wir mal was Passendes für Bratkartoffeln oder auch zum Grillen. Heute machen wir mal Knoblauchöl und wie... Oh je, hoffentlich wird das nicht die letzte Ölung. Ja, das will ich ja auch hoffen. Also, wie das funktioniert, was wir dazu benötigen, zeige ich euch nach dem Intro natürlich wie immer da. Für unser Gewürz- und Knoblauchöl benötigen wir ganz wichtig natürlich Knoblauch, dann ein bisschen bunten Pfeffer, dann ein bisschen Blattpaprika und ein paar getrocknete Chilischoten und dann brauchen wir natürlich auch noch ausreichend Sonnenblumenöl. Und da kann es schon losgehen. Und da beginnen wir schon mit unserer Zubereitung für unseren eingelegten Knoblauch bzw. unser Knoblauchöl. Und da geben wir schon unsere Pfefferkörner hier rein. Und ein bisschen was von unserem grünen Chili. Und jetzt kommt da schon mal ein Knoblauch hinein. Jetzt gebe ich da unseren Blattpaprika drüber. Und unsere getrockneten Chili. Und das Ganze werden wir jetzt mit Öl aufgießen. Ja, meine Damen und Herren, bevor wir jetzt hier mit unserem Chiliöl weitermachen, hier nochmal ganz kurz, also so getrocknete Chilischoten. Die kann man sich auch selber zubereiten. Einfach jetzt frische Peperoni oder Chilischoten kaufen, die irgendwo aufhängen und trocknen lassen. Also ich habe das so gemacht. Solche Exemplare entstehen dann dabei. Und jetzt kommen wir wieder zu einer Kanalvorstellung hier beim Hobbykoch. Heute geht es mal um ein Rezeptkanal. Mehr Rezepte, so heißt der gute Mann. Schaut da mal vorbei, den gibt es ja auch auf YouTube bzw. auch auf Instagram. Ein ganz junger Bursche, ein ganz junger kleiner Kanal mit auch noch relativ wenigen Inhalten, aber dafür gute Inhalte. Schaut euch das mal an und jetzt machen wir schon mit unserem Chiliöl weiter. Und da geben wir schon unsere getrocknete Chilischote rein. Und noch ein Stück. Jetzt folgen da unsere getrockneten grünen Chili und was von unserem bunten Pfeffer. Und das Ganze werden wir jetzt wieder mit Öl aufgießen. Ja, das sind jetzt unsere zwei Öle. Und unser Chiliöl und den eingelegten Knoblauch bzw. das Knoblauchöl, das werde ich jetzt mal hier zur Seite stellen. Die zwei Sachen bekommen jetzt da ihren Platz für die nächsten paar Monate, denke ich, dass sich das gar nicht so lange hält. Also ich denke mal, von der Haltbarkeit sind die so ungefähr 2 bis 3 Monate haltbar. Ich werde natürlich auch meine nächsten Rezepte und mein Fleisch dann in diesen Sachen da einlegen. Weil ich mache mir das ja nicht da irgendwie umsonst, dass es da rumsteht. Ich möchte das ja auch testen, aber die lasse ich jetzt erstmal wirklich 14 Tage stehen. Und jetzt frage ich doch mal kurz bei der Alexa, was sagst denn du hier zu der ganzen Sache? Das lief ja wie geschmiert. Ja genau, denke ich auch so. Also, wenn auch du schnell, lecker, einfach und günstig kochen und grillen lernen willst, dann abonniere den Kanal. Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal in eurer kulinarischen Show beim Hobbykoch. Ciao, tschüss, euer Hobbykoch.